Schönstadt, eine schöne Stadt, ein schöner Ort. Schönstädter und Schönstädterinnen, Menschen mit einem Auftrag. Das Stückchen Welt um sie herum zu einem schöneren Ort zu machen. Jeder neue Morgen erinnert uns daran, dass Gott nie müde wird, uns neue Chancen und neue Möglichkeiten zu schenken. Jedes Kind, das auf die Welt kommt, bringt etwas unverwechselbar Neues mit. Wie viel Potenzial für das Gute wird jedes Jahr unserer Welt geschenkt? Jeder Mensch trägt ein einmaliges Etwas in sich, das nur er geben kann. Es ist die ganz persönliche Lebensfülle und die ganz persönliche Art zu lieben und sich anderen zu schenken. Diese Fülle kommt direkt aus dem Herzen Gottes. Wir sind eben sein Geschenk an die Welt, jede einzelne von uns. Geliebt, gebraucht, gesandt als Werkzeug Gottes in dieser Welt. So wie ein Künstler seine Werkzeuge braucht, um ein Meisterwerk zu erstellen. So braucht Gott uns, um heute in dieser Welt Großes zu bewirken. Ein Werkzeug allein für sich kann nichts vollbringen. Doch in Verbindung mit dem Meister kann aus dem Nichts überaus Schönes werden. So sind wir berufen, in enger und inniger Beziehung zu unserem Vater und Schöpfer zu leben und unsere spezifische Liebesfähigkeit zu entfalten. Um einen positiven Einfluss auf unsere Welt zu haben, braucht es viele kleine Schritte. Veränderung beginnt bei uns. Und von dem Ist-Zustand zu dem Wunschzustand zu kommen, braucht es nur eines, einen Schritt. Und das ist der Schritt, vor dem ich Angst habe. Jeder kennt ihn. Das sind die Dinge, die ich gerne aufschiebe, die meiner Natur schwerfallen, die mir einfach gegen den Strich gehen. Das geduldige Zuhören einer mir unsympathischen Person, das pünktliche Aufstehen am Morgen, das Aufräumen meiner Unordnung, das mutige Wort in der großen Runde, das kraftvolle Anpacken oder das Geschehen lassen, ohne mich zu wehren. Praktisch alles, was das Gute in mir stärkt und dem Unguten entgegenwirkt, damit die Kraft der Liebe größer wird als die Kraft der inneren Couch Potato. Mühsame Schritte alleine zu gehen, macht schnell schlapp. Diese Erfahrung haben die Schüler des Internates der Pallottiner hier in Schönstadt gemacht, als sie 1912 ernsthaft mit der sogenannten Selbsterziehung beginnen wollten. Pater Kentenich, der sie geistlich begleitet hat, eröffnete ihnen einen anderen Weg, gemeinsam zu gehen. Er zeigte ihnen Maria, die Mutter Jesu, als Wegbegleiterin und Erzieherin. Jesus hat sie uns vom Kreuz herab zur Mutter geschenkt. Sie, die ihn großgezogen hat und doch selber in seine Schule ging, weiß, wie wir das Beste aus uns herausholen können. Sie will nichts anderes, als dass wir gute Werkzeuge in der Hand Gottes werden, damit unsere Welt ein Stückchen mehr dem Himmel ähnlich wird durch unser Leben. Nichts ohne dich, nichts ohne uns. So steht es über unserem Leben im Bund mit Maria. Und das hat biblische Wurzeln. So wie Maria damals bei der Hochzeit zu Kana eine besondere Rolle zu spielen hatte, damit Jesus sein erstes Wunder wirken konnte, so tut sie es auch heute. Sie lehrt uns, auf Jesus zu hören. Sie ermutigt uns, das Wasser unseres Lebens, alle die Schritte, die wir gehen, zu bringen und mit ihr zusammen Jesus anzubieten. Er ist es, der dieses Wasser in Wein der Gnade wandelt, für uns selbst und für andere. Und der Ort, wo dieses Wunder geschieht, ist in besonderer Weise das kleine Heiligtum in Schönstadt. Durch göttliches Wirken und durch menschliche Mitarbeit ist dieser Gnadenort zustande gekommen. Damals, 1914, zum ersten Mal. Und der Gnadenort wird ständig gespeist durch das Wasser des Lebens vieler Menschen, die die Welt verändern wollen, durch die Kraft ihrer Liebe. An diesem Ort und an allen Orten, wo Maria als dreimal wunderbare Mutter, Königin und Siegerin von Schönstadt wirkt, haben viele Menschen erlebt,
Hier ist Wohlsein. Hier bin ich erwartet, geliebt, gebraucht und gesandt. Das Wirken Schönstadts als apostolische Bewegung ist ein Wirken in der Kirche und für die Kirche. Schönstadt fördert das Integrieren des Glaubens in den Alltag. Es geht darum, christliche Werte und Prinzipien im täglichen Leben umzusetzen, sei es in der Familie, im Beruf oder in der Gesellschaft. Dort, wo ich bin, wird Kirche konkret. Dort, wo ich bin und wirke, kann ein kleiner Teil Welt mit Gott in Verbindung gebracht werden. Die Welt wird ein Stückchen schöner. Eben eine schöne Stadt.